Der Nintendo Game Boy vom japanischen Spieleentwickler Gunpei Yokoi wurde in Japan 1989 auf dem Markt eingeführt und war ein Jahr später dann bei uns in Deutschland bzw. Europa und den USA erhältlich. Er zählt lange Zeit zu den meistverkauftesten Exemplaren überhaupt von Spielekonsolen mit insgesamt 120 Millionen Stück. Ein interessanter Fakt ist auch, dass dadurch auch das Tetris-Spiel sehr, sehr viel verkauft wurde und mit zu den meistverkauften Spielen überhaupt bis jetzt auch gilt. Dadurch, dass der Game Boy nur in Kombination mit dem Tetris-Spiel damals in Deutschland und in den USA erhältlich war. Jetzt kann man sich fragen, wieso wurde er so gut verkauft? Das hat mehrere Gründe. Ein Grund davon ist, dass er sehr, sehr preisgünstig im Erwerb war. Um die $90 hat er damals gekostet in den USA, wohingegen andere Konsolen zu der damaligen Zeit zwischen $150 und $250 gekostet haben. Das hat den Grund, dass auch die Produktion von dem Game Boy sehr preisgünstig ist, unter anderem, weil der Bildschirm nicht hintergrundbeleuchtet ist, aber auch, weil es nur 4 Graustufen gibt. Das kam erstmal bei den Skeptikern nicht sonderlich gut an, weil sie anderes gewohnt waren von damaligen Spielekonsolen. Allerdings war das auch nicht Ziel von Nintendo, mit technischen Gimmicks zu protzen, sondern sie wollten eine Konsole für alle haben. Das erkennt man auch am sehr verständlichen Design und damit auch der leichten Bedienung. So hat man hier relativ wenige Knöpfe an der Konsole, wie zum Beispiel, um in eine Richtung zu gehen, ein Start- oder Select-Button oder auch A und B, mit denen man verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel das Springen im Spiel machen kann. Es gibt zudem ein Volume, also einen Lautstärkenschalter und oben den An- und Ausschalter. Dass sie das auch erreicht haben, wirklich viele damit zu erreichen, erkennt man auch an einer Studie aus den 90er Jahren, wo knapp die Hälfte der Käuferschaft weiblich waren, was vorher nicht der Fall war und auch bei keiner anderen Konsole so ausgeprägt ist. Bis in die 2000er, da gab es noch mal eine aktuelle Studie von Nintendo, ist es so, dass mittlerweile über die Hälfte der Käuferschaft weiblich ist. Weitere Objekte wie den Nintendo Game Boy gibt es dann auch ab Herbst bei uns im X-Depot in der Gaming-Vitrine in der neuen Sammlung zu sehen.